Der islamische Prediger Fethullah Gülen ist im US-Exil gestorben, das berichten türkische Medien. In seiner türkischen Heimat galt er nach einem Bruch mit Präsident Erdogan als Terrorist und Drahtzieher des gescheiterten Putschversuches im Jahr 2016. Gülen hatte eine Beteiligung immer wieder bestritten. Er lebte seit 1999 in den USA und war das Oberhaupt der sogenannten Gülen-Bewegung mit weltweit mehr als 4 Millionen Anhängern. Im Alter von 83 Jahren ist Fethullah Gülen nun nach längerer Krankheit gestorben. Da sprechen wir über diese Todesnachricht mit Carolina Drüten, unserer Korrespondentin in Istanbul. Carolina, also ich glaube, in der türkischen Community kennt man Gülen sehr gut, aber vielleicht muss man das noch mal erklären, welche Bedeutung er hatte und vielleicht auch einen Blick darauf, wie die Reaktionen auf die Todesnachricht jetzt ausfallen in der Türkei. Er hatte tatsächlich eine sehr, sehr große Bedeutung in der türkischen Politik und auch eine Bedeutung, die sich über die Jahre stark geändert hat. Wir haben gerade schon gehört, Gülen galt als der Erzfeind Erdogans, also der Nummer 1 Feind, den Erdogan und seine Regierung haben. Und das liegt vor allem an dem gescheiterten Putsch 2016. Dafür macht die türkische Regierung die Gülen-Bewegung und vor allem Gülen verantwortlich. Gülen sei das Mastermind hinter diesem Putsch gewesen. Gülen selber hat das immer bestritten und er stand ja der Gülen-Bewegung vor. Das ist also ein globales Netzwerk, die ihre Leute hatte in Bildung, in der Politik, in der Polizei, in der Justiz, vor allem auch in der Türkei. Und zu Anfang war dieses Netzwerk tatsächlich ein Unterstützer Erdogans und auch ein enger Verbündeter. Vor allem in den 90er Jahren, aber auch in den frühen 2000er Jahren. Da haben Gülen und Erdogan eng zusammengearbeitet. Und es ging damals vor allem darum, den kemalistischen Staatsapparat zu schwächen. Also den Teil des Staatsapparates, der sich stark auf die Säkularität der Türkei bezog und auch das Militär, was ja immer eine Art Watchdog-Funktion hatte, also quasi aufgepasst hat, dass säkulare Elemente in der Türkei immer stark waren und dass religiöse Elemente diese Ordnung nicht in Frage gestellt haben. Diese Partnerschaft, die hielt auch eine Weile, zerbrach dann aber 2013 im Rahmen von Korruptionsermittlungen gegen die Erdogan-Regierung. Und der absolute Erzfeind wurde Gülen dann tatsächlich 2016, als man ihn eben des Putsches beschuldigt hat. Auch unabhängige Beobachter sagten übrigens, dass die Gülen-Bewegung auf jeden Fall diese geheimen Strukturen das Ziel hatten, den Staat zu unterwandern, also eine eher antidemokratische Vereinigung, obwohl sie sich nach außen versucht hat, immer so darzustellen, als sei es eine harmlose Bildungsorganisation, die eine moderate Version des Islams vorantreiben wolle. Carolina, danke schon einmal für diese Einordnungen direkt aus Istanbul. Danke dir.